Prabhulinga, the founder of the Lingayat sect, was touring the land for the uplift of the spiritually minded. Also Prabhulinga, der Gründer der Lingayat-Sekte, reiste zur Erbauung der spirituell Gesinnten durchs Land. He met the famous yogi Goraknath in Gokarnam, a famous place of pilgrimage on the west coast of India. In Gokarnam, einem berühmten Pilgerort an der Westküste Indiens, traf er den berühmten Yogi Goraknath. The yogi welcomed him respectfully, but was, however, proudly conscious of his own extraordinary powers over the elements. He considered his guests more or less his equal, expressed pleasure at the meeting, but upon greeting him, asked him who he was. Der Yogi grüßte Prabhulinga respektvoll, war sich aber voller Stolz seiner außergewöhnlichen Kräfte über die Elemente bewusst. Er betrachtete seinen Gast mehr oder weniger als ihm ebenbürtig, sagte, er freue sich, ihn zu treffen und fragte ihn, wer er sei. Now this is the question that we have already meditated on before. Who am I is not a question that is being answered lightly when you are in spirituality. Also das ist diese Frage, die wir uns vorhin schon selbst gestellt haben. Und die Frage, wer bin ich, ist eine sehr tiefgehende in der Spiritualität. So if you meet a Zen master in a Zen context, I don't say in the street, but in a Zen context, or if you meet an Advaita guru and they ask you, who are you? It's not just to tell you, oh, what's your name? It has a deeper meaning, yeah? Also wenn ein Zen-Meister in dem Kontext einer Zen-Meditation fragt, wer bist du, oder auch ein Advaita-Lehrer in einem Seminar, dann bedeutet das, dass man nicht mit seinem Namen oder der Geschichte antworten sollte. They are not interested for you to say, oh, I'm Mr. or Mrs. So-and-so, I'm from this country, I have this profession and I have these hobbies. That's not the question. The question is, who are you from the deeper point of view, from consciousness point of view, from the aware space point of view, and they would like you to answer something from that level. Und das heißt, man sollte eben nicht antworten mit seinem Namen, seinem Geburtsort, dem Beruf, sondern es geht darum, von dem Ort zu antworten, der ganz tief in einem liegt und der umschrieben werden kann mit diesem Bewusstsein oder diesem bewussten Raum. So what did Prabhulinga answer here? He said the following. Also was antwortet Prabhulinga hier? Prabhulinga replied that only the one who had destroyed his ego root and branch and who had thereby realized himself could know who he was. Prabhulinga erwiderte, dass nur einer, der sein Ego ein für allemal vernichtet habe und verwirklicht sei, wissen könne, wer er sei. It means the questioner, like we discussed before, the questioner has already vanished and the answer then comes from aware space. Das heißt, der Fragende ist schon verschwunden. Die Antwort kommt aus diesem bewussten Raum. But Prabhulinga also, he looked at his adversary and saw that this guy was not very far in these matters, so he added something more to his response. Und Prabhulinga schaut auf sein Gegenüber
gegenüber und sieht, dass dieser in diesen Fragen noch nicht so weit fortgeschritten ist und ergänzt deswegen. He added, such a non-entity, being aware space, would also wonder what he could possibly say to a person, meaning the other guy, who clings to his perishable body. Ein solches Nichts würde sich auch fragen, was er wohl zu einer Person sagen könnte, die sich an seinen vergänglichen Körper klammert. So that part of the answer is a kind of a challenge back to the other guy, to Goraknath. He's saying, well, what about you? You seem to be so clinging to your body. He doesn't say he does, but he's actually checking him out. So this is part of that exchange. Yeah? Dieser zweite Teil ist eine Art Herausforderung an den anderen und der Hinweis, dass er vielleicht etwas noch an seinem Körper anhaftet oder hängt. Goraknath, that's the answer now. Goraknath, who identified his body as himself, replied, that person alone who has gained the immortality of the body by the favor of Shiva and consumption of special medicinal herbs called gulikas, that person will never die. Therefore, one who has not gained such immortality will die. So, yeah, first translate and then I continue. Goraknath, der sich mit seinem Körper identifizierte, antwortete: Nur wer durch die Gnade Shivas und den Verzehr von Heilkräutern die Unsterblichkeit des Körpers erlangt hat, wird niemals sterben. Jeder andere stirbt. So here, Goraknath really, he not only agrees that he's identified to his body, he's even proud of it, and he's even believing in miraculous powers, that if he takes miraculous herbs, that he will be able to be immortal. And it just shows he's a very big ego to believe in that kind of things, right? Und Goraknath gibt nicht nur zu, dass er sich mit dem Körper identifiziert, er ist auch noch stolz darauf und spricht dann eben von diesen übernatürlichen Fähigkeiten, die man erlangen kann, und dieser Unsterblichkeit, und zeigt damit eben, dass er ein sehr großes Ego entwickelt hat. Prabhulinga, that's the response again, remarked, so he answers, that knowledge consists in realizing one's self, one's aware space, and not in immortalizing this body, and went on to explain at length that the body cannot be the real self. Prabhulinga entgegnete, dass Erkenntnis in der Verwirklichung des eigenen Selbst bestimmt und nicht darin, den Körper unsterblich zu machen. Er erklärte ausführlich, dass der Körper nicht das wahre Selbst sein könne. What could have been his long explanation? Well, we could do a little quick meditations, even though we don't have much time, but I think it is important. Und was könnte er da so lange ausgeführt haben? Wir machen ein paar kurze Meditationen dazu. So maybe you want to close your eyes for a moment. Vielleicht könntet ihr die Augen schließen für einen Moment. And try to perceive your feet. Und versucht, eure Füße wahrzunehmen. When you perceive your feet, you can feel tensions there. Maybe you can wiggle them a little bit, you can move them a little bit. Wenn ihr eure Füße wahrnimmt, dann spürt ihr vielleicht ein paar Spannungen. Ihr könnt sie etwas wackeln. And now
you shift your attention to the space in which this feet appears. Jetzt verschiebt ihr die Aufmerksamkeit hin zu diesem Raum, in dem diese Empfindung der Füße auftaucht. So are you your feet or are you this space? Also seid ihr eure Füße oder seid ihr dieser Raum? We go to the belly region. Wir gehen weiter zur Region des Bauches. Tense the belly. Spannt den Bauch an. You feel some tensions there if you do that. Ihr fühlt ein paar Spannungen dort. But some space feels these tensions. Aber irgendein Raum fühlt diese Spannungen. Are you the belly or are you the space which notices the tensions in the belly? Seid ihr der Bauch oder seid ihr dieser Raum, der diese Spannungen im Bauch bemerkt? Now we can rub our hands together. Jetzt können wir unsere Hände aneinander reiben. Suddenly you can feel a lot of feelings in the hands, warmth. Ihr könnt plötzlich eine warme Empfindung spüren. You can stop. And you can really feel your hands vibrating. Spürt eure Hände vibrieren. Are you the hands and its vibrations, or are you the space of awareness which notices it? Seid ihr diese Hände, diese Vibrationen oder der Raum des Bewusstseins, der diese bemerkt? And we can do the same with other parts of the body. Wir können das gleich auch mit anderen Teilen des Körpers machen. So that concludes this little meditation, and that is probably what Prabhulinga was trying to explain to Goraknath, that he is not his body, and that it doesn't make a lot of sense to try to make the body immortal. Und damit schließen wir unsere kleinen Übungen, und das ist vielleicht auch das, was Prabhulinga aufgezeigt hat, ja, um zu zeigen, dass Goraknath nicht dieser Körper ist. I continue the text. The next paragraph says, Goraknath could not be persuaded and would not budge an inch from his position. I am the body, I am immortal. Doch Goraknath war davon nicht zu überzeugen und gab nicht nach. He proudly challenged Prabhulinga to try cutting his body in two, handing him a long, bright and sharp sword. Stolz forderte er Prabhulinga heraus, er möge versuchen, seinen Körper in zwei zu schneiden, und händigte ihm ein langes, scharfes Schwert aus. Now here is a little bit interpretation necessary. Hier bedarf es einer kurzen Erklärung und Interpretation. Because after all it is a story. Denn schließlich ist es eine Geschichte. Does it really mean that one will literally physically enter the sword into the body of the other one? Heißt es jetzt hier wirklich buchstäblich, dass man den physischen Körper mit diesem Schwert in den Körper eindringt? Or does it mean more figuratively that he penetrates
the inside of the other's being. Oder es ist eher metaphorisch für das Sein des anderen zu durchdringen. What we just did as an exercise, which is why we had to do this exercise together for a short time. You were asked, are you your feet or are you the space? Are you your belly or are you the space? So here the sword symbolizes something also that goes inside. What is your inside? Is it really a body, or is inside of you those aware space that feels and is aware of all these bodily sensations? Und es ist ein bisschen das, was wir in dieser Übung gemacht haben. Und zwar unsere Aufmerksamkeit, wie dieses Schwert nach innen zu richten und zu sehen, sind wir diese Empfindungen, sind wir dieser Körper. Das ist wie dieses Schwert, das in diese Körper hineinschneidet. So now I continue with the text. When the sword struck Goraknath, it caused him no injury, but it was blunted. So it was destroyed almost, the sword. Und als dieses Schwert Goraknath traf, konnte es ihn nicht verletzen, wurde aber selber dabei stumpf. So Goraknath's body was opaque, was heavy, was resistant. Das heißt, Goraknaths Körper war undurchlässig, war dicht, war schwer und hat den Widerstand geleistet. Anyway, Prabhulinga feigned surprise, but then asked Goraknath to try to do the same to him, to try also to cut his body. Prabhulinga tat dann so, als sei er überrascht und forderte dann Goraknath auf, im Gegenzug zu versuchen, seinen Körper zu zerteilen. And after first hesitating, because Prabhulinga would die, finally he accepted. He took the sword and also tried to hit Prabhulinga. Nachdem er kurz zögerte und Prabhulinga warnte, dass er sterben würde, nachdem Prabhulinga darauf bestand, ergriff Goraknath das Schwert und versuchte nun, Prabhulingas Körper zu zerteilen. But to the great surprise of Goraknath, the sword just passed through the body of Prabhulinga without affecting it in any way. It was as if the sword was passing through empty space. Zu seiner großen Verwunderung durchdrang das Schwert Prabhulinga, ohne ihn zu verwunden. Es war, als zerschneidete es nur einen leeren Raum. Only then was Goraknath ready to acknowledge the superiority of Prabhulinga. Nur dann war der Siddha Goraknath bereit, die Überlegenheit des Jnani Prabhulinga anzuerkennen. His pride was humbled, and he prayed Prabhulinga to teach him the truth. Er war in seinem Stolz gedemütigt und bat Prabhulinga, ihn in der Wahrheit zu unterweisen. Somehow, through this happening, our friend Goraknath saw that all his miracles and all his ego tricks were just providing him a life that was heavy. Und auf irgendeine Art hat Goraknath dann eingesehen, dass alle seine Übungen und diese Tricks des Egos ihm nur ein Leben beschert haben, das sehr schwer war. With a big ego, proud of his miracles, it makes it heavy. The sword would not be able to pass through. Mit seinem großen Ego und Stolz auf alle seine Wunder ist
ist sehr dicht und schwer geworden und dieses Schwert konnte nicht durchdringen. And he recognized that being free means being as light as empty space in which a sword could pass through. Und er hat erkannt, dass frei zu sein bedeutet, so leicht und offen, transparent wie ein weiter Raum zu sein, durch den dieses Schwert einfach durchschneidet. Let's stop there with the story. There's a little conclusion, but I would like to spend another 2-3 minutes in silence, and I would like you to try to emulate this empty space which we have tried to taste together before. Und wir werden jetzt noch einmal 2 bis 3 Minuten Stille haben und versucht jetzt diesen leeren, offenen Raum wieder wie vorher schon zu bemerken oder das Bewusstsein zu kommen. And that is what I want you to bring home with you today. Das ist, was Jacques sich wünscht, dass ihr heute nach Hause mitnehmt. The Sidhu, the Siddhi, the miraculous guy here, Goraknath, only symbolizes in a way a strong ego, a strong personality, a person who identifies with the body. Und Goraknath, dieser Siddhi aus der Geschichte, der steht eigentlich symbolisch für ein großes Ego, identifiziert mit diesem Körper. So try to move away from feet to space that is aware of feet. Try to move away from belly to space in which belly appears. Try to move away from, you can continue with the head, to the space in which the head appears, and become space, space, space in which a sword can just go through. Und wende dich nun eben ab von dieser Empfindung der Füße hin zu dem offenen Raum, weg von der Empfindung des Bauches zu diesem weiten offenen Raum oder auch von dem Kopf, weg davon hin zu diesem Bewusstsein. My next question would be, what will be your advice then if you're trying to let go of your ego, and then at the workplace you're constantly surrounded by egocentric people who remind you that you have to be a certain way and act based on this unconscious manner, and then you're forced back into that state that you have to be what they think you should be. Das wäre dann der Ratschlag, wenn man im Prozess ist, zu versuchen, dieses Ego loszulassen, aber in der Arbeit ständig umgeben ist von so vielen egozentrischen Leuten, die dann auch versuchen, einen selber immer wieder in diese Rolle zu fixieren. When you open space, the others usually also will have an inkling of that open space that you are, because they kind of they can sense this. Wenn man in diesem offenen Raum sich befindet, dann kommen auch auf die anderen eine gewisse Ahnung davon, weil sie es auch spüren können. And you will play your game very, very skillfully, because you see, your eye is open, and when a person that you face acts in a certain way, you will
understand that person, and that person will feel understood, and there will be some kind of a good rapport. Then there will not be this kind of conflict. Und du wirst dann oft deine Arbeit eben auch flüssiger, besser tun, und in einer Konfliktsituation wird sich auch diese starke Polarität etwas auflösen, weil man eben nicht keine so feste Haltung, starre Haltung mehr einnimmt. So the situation that you describe may not occur. The people surrounding you would find you likable and would not try to impose their view because they feel that there is no chance anyway to do that. Because they are narrow and they feel openness, and so they don't know how to grab you. Vielleicht würde so eine Situation dann gar nicht erst entstehen, weil du in dieser Offenheit bist und die anderen merken, dass sie dich nicht fassen können und werden dich dann auch eher vielleicht sogar dafür schätzen, für diese Freiheit. Jean Klein had this metaphor: when you have an apple, then you can eat the apple, but if the apple disappears, there's nothing to bite in anymore. And that is how these people in your office also will find themselves. The Oliver apple is suddenly gone and there's nothing they can bite into anymore. It's like the space through which the sword cannot really cut anymore. Und es gibt eine Metapher von Jean Klein, und zwar die eines Apfels. Man kann in einen Apfel hineinbeißen, aber wenn er nicht da ist, gibt es nirgendwo mehr hinzubeißen. Und so ist das, wenn man eben so weniger diesen Ego-Apfel hat, dann wissen sie nicht, wo sie da einbeißen sollen. And then it's like the sword. Wie dieses Schwert. It has nowhere to go anymore. It's in air. Yes, please. And it's, I think the point of the story is that if you are aware of yourself, you can teach others Also. to be also aware of the space and to follow the path, that you are, or to reach or you are searching for. I think it's like the main goal of the story. Und auch ein Aspekt dieser Geschichte ist eben zu zeigen, dass wenn man sich diesem Bewusstsein klar ist in sich, dann ermöglicht das auch die anderen dahin zu führen und zu lehren. Und auch das macht es vielleicht einfacher. I would say it's more you become like love and people kind of sense it, but there's no more need to then convince or teach unless you're asked to. Vielleicht ist es eher so, dass man zur Liebe wird und das spüren die anderen Leute, und dann gibt es gar nicht mehr die Notwendigkeit, noch etwas zu lehren. I guess then whenever I feel the stress from work, or I feel judged and feel like I'm not performing as they would like to, it's still my ego that is being active and defending itself. Then it's not Just remember the apple that disappeared. Yes, I get it. It's still my ego. Ja, vielleicht ist es immer noch das Ego, das eben davon kritisiert zu werden oder in eine Rolle gedrängt zu werden, das dann davon gestört wurde. Okay, thank you. Dankeschön. Yeah.